Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um diese neuen La Prima Pedale von Acetec. Deshalb geht mein Gruß heute an Dänemark und Acetec. Mal wieder. Doch jetzt ist erstmal der richtige Zeitpunkt für euch, unter dieses Video zu gehen, diesen Kanal zu abonnieren, diesem Video ein Like abzugeben, denn damit unterstützt ihr mich und diesen Kanal und ihr sorgt auch dafür, dass die Videos mehr Simracer wie euch erreichen. Da ihr das jetzt erledigt habt, geht's auch direkt nach dem Intro los. Denn jetzt ist Simware Time. Hier seht ihr nun die La Prima Pedale von Acetec. Wie gesagt, die sind ganz neu auf dem Markt. Bevor ich jetzt aber direkt zu diesen Pedalen komme, möchte ich mal kurz über die Strategie reden, was Acetec hier anwendet. Auf dem Titelfoto habt ihr ja gesehen, habe ich ja geschrieben, High-End Qualität, Entry-Level Preis. Ja, was meine ich damit? Ich zeige es euch anhand von diesen Pedalen. Ich packe das erstmal beiseite, ein bisschen zumindest. Jetzt hole ich mir, tada, das sind die Invicta Pedale. Das heißt, ihr wisst ja, Acetec hat 3 Serien. High-End Level ist die Invicta Serie, die mittlere ist die Forte Serie und die Einsteigerklasse ist die La Prima Serie. Jetzt zeige ich euch, wie die Preise zustande kommen. Ich habe nämlich hier genau 3 Pedale. Und zwar wirklich alle 3 Serien. Ja? Ich weiß nicht, ob man das perfekt sehen kann. So, Invicta, Forte, La Prima. Jetzt zeige ich euch, wie die Strategie funktioniert, wie es Acetec schafft, die Qualität gleichbleibend zu lassen und den Preis zu senken. Dazu nehme ich erstmal unser La Prima, lege ich mal beiseite. Ihr seht jetzt hier die Invicta und die Forte. Wenn ihr jetzt hier direkt guckt, die erste Unterscheidung habt ihr natürlich hier bei den Pedalplates. Die sind beide aus Aluminium, also da ändert sich nichts, aber die Form, ne, hier, die Struktur ist anders. So, wenn man jetzt sich die Plates anguckt, die sind 1:1 identisch. Es ist das gleiche. Also was macht Acetec? Jetzt lege ich das auch nochmal beiseite. Acetec hat jetzt die Invicta Pedale, High-End, ja, das haben sie produziert, nur als Beispiel. Okay, jetzt sagen sie, wie kriegen wir das günstiger? Anstatt jetzt neue Pedale zu konstruieren, was ja auch wieder Geld kostet, dann neu zu bauen, was dann auch ganz anders ist von der Qualität her, niedriger etc., haben sie gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir nehmen unser High-End-Produkt, in diesem Fall die Invicta Pedale, nehmen die hydraulische Bremseinheit hier weg, ersetzen diese durch die neue Bremseinheit, ja, die mit Load Cell arbeitet, nehmen die Platten, die ich euch ja gerade gezeigt habe, packen wir da, bauen wir da ein bisschen günstiger rein, ohne diese Bearbeitung, was ja auch Geld kostet. Und voila, habt ihr die Forte Edition, was gleich um ca. 350 € günstiger ausfällt. Das heißt, jetzt habt ihr eine günstigere Pedale im Gegensatz zu den Invictas, aber ihr habt den Rest alles gleich. Die Qualität, wie gesagt, es sind ja die gleichen Bauteile, also ist die Qualität auch gleich. Nur, wie gesagt, mit 2 Unterschieden. Einmal die Pedalplatten und einmal komplette Bremsteil, ne, diese Bauteil komplett. Von Hydraulik auf Load Cell umgeändert. Ich finde das genial. So, nächste Stufe. Jetzt geht es von Forte auf die La Prima. Jetzt haben sie auch gedacht, okay, machen wir noch eine günstigere Version. Wie machen wir das? Diesmal sind die Platten gleich, seht ihr ja, haben sie gesagt, okay, wir lassen auch unsere Bremseinheit gleich, also Load Cell, wie ihr seht, haben wir das hier auch. Also ist gleich, ändert sich nichts. So, was ihr jetzt hier seht, ist
Hier beim Gaspedal, ihr seht ja, ihr habt hier nur so ein Bauteil mit extra Feder. Das heißt, wir haben hier doppelte Feder. Die erste sitzt hier unten an der Pedalen selbst und die zweite ist hier. Hier kann man ja, wie gesagt, die Härte etc. zusätzlich einstellen. Hier hat man jetzt diesen Bauteil hier weggelassen. Jetzt komme ich wieder zum La Prima. Hier ist es nicht mehr vorhanden, wie ihr sehen könnt. Dann die zweite Änderung. Ihr seht jetzt hier an diesen Pedalen die Verarbeitung hier an den Pedalarmen. Ja, zum Beispiel, es glänzt, es wird abgeschliffen. Und an der Base selber, ne, diese Oberkanten. So, das sind die weiteren Punkte. Und hier hat man LED-Streifen noch. Jetzt kommen wir zum La Prima. Wenn ihr es von der Seite jetzt betrachtet, hier nichts abgeschliffen, hier nichts abgeschliffen, alles noch schwarz, wie es ist. Ja? Die waren auch mal so und die wurden, wie gesagt, abgeschliffen. Und ihr habt hier keinen LED-Streifen mehr. Ich zeige euch mal was. Hier dieses schwarze Gummi ist nicht nur ein schwarzer Gummi. Wenn ich das jetzt umdrehe, seht ihr das? Haben wir genau denselben Streifen wie bei den anderen auch. Nur dass hier kein LED-Einsatz drin ist. So, das waren jetzt die 3 Pedale und das war auch die Strategie oder ist die Strategie von Acetec, die Qualität gleich zu lassen, weil es dieselben Bauteile sind, aber durch Weglassen von Optionen, von Teilen, von Bearbeitungen, ja, wo man Geld spart, hat man dann 3 verschiedene Preiskategorien, 3 verschiedene Pedale. Für jede Börse eine andere. Und wie gesagt, ich finde diese Taktik sehr, sehr cool. Und das Gute daran ist ja, jetzt seid ihr von dem höchsten auf den untersten. Ne? Jetzt haben wir hier den günstigsten gekauft. Ihr könnt jetzt, da kommen bald Kits raus, ihr könnt jetzt nämlich diese Schritte wieder rückgängig machen, die Acetec gemacht hat. Es werden dann Kits kommen, dann sagt ihr zum Beispiel, okay, mir reicht jetzt zum Beispiel das, was ich habe, nicht mehr. Was hat man früher gemacht? Man hat sein Hardware verkauft und dann neues Hardware gekauft. Das war wieder Geldverlust natürlich, ja. Aber jetzt bringt dann Acetec zum Beispiel für die La Prima einen Update-Kit, wo ihr dann diese Einheit, was am Gaspedal dran ist, hier an der Pforte und auch an der Invicta, dann gibt es dieses Bauteil hier einzeln nachträglich zu kaufen. Dann baut ihr das hier an, dann die LED-Streifen, die LEDs kann man nachrüsten und ja gut, die Platten kann man auch kaufen, wenn ihr wollt, kein Problem. Dann habt ihr aus der La Prima eine Pforte gemacht. Und wenn ihr noch einen Schritt weiter geht, ihr könnt ja auch aus der Pforte einen Invicta machen oder aus der La Prima. Dann müsst ihr auch natürlich die Bremseneinheit hier komplett bestellen. Dann kriegt ihr die hydraulische Bremse dazu. Dann habt ihr komplett abgedatet von La Prima auf Forte oder auf die Invicta. Was nicht mehr änderbar ist natürlich, sind diese Bearbeitungen, wo abgeschliffen wurde an den Pedalarmen und so. Ja gut, und das, ich meine, ist ja Geschmackssache. So ganz schwarz, finde ich, sieht es auch geil aus. Das war jetzt die Strategie von Acetec, die Qualität, die Preise, wie die zustande kommen und natürlich die Updatebarkeit der einzelnen Hardware. Das gilt für diese Pedale wie auch für die Base, die DDs und natürlich auch für die Lenkräder. Da wird es auch wieder so Updates-Kits geben, wo ihr dann alles updaten könnt. Das sollte erstmal reichen. Jetzt glaube ich, habt ihr verstanden, wie die Qualität und die Preise zustande kommen. Ich finde es einfach genial. Wie gesagt, erstmal, dass die Qualität gleichbleibend ist überall, die Preise trotzdem natürlich sinken und das Beste daran ist, dass man noch updaten kann. Also beide Daumen hoch an Acetec für diese Strategie. So, jetzt sind wir wieder zurück zu unserer Hauptattraktion von diesem Video, die La Prima Pedale. Ich fange mal gleich mal mit den Maßen an. Und zwar haben wir eine Tiefe von 457 mm. Die Breite hier beträgt 212 mm und die Höhe beträgt 256 mm. Das sind die Maße, für viele ist es ja wichtig,
ob sie bei euch ins Rig passen, aber das sind ja diese Standardgrößen eigentlich, die passen überall hin. Wir haben für diese Pedale einen Preis von 399,99 € auf der Seite von Acetec. Nur mal als Vergleich, die nächsthöhere, die Forte, kostet 549,99 €, die Invicta, die kostet 899,99 €. Das waren die Preise erstmal. So, kommen wir nun hier zum Allgemeinen. Ihr habt hier natürlich, wie gesagt, wenige Einstellmöglichkeiten, weil ein paar Teile fehlen. Das ist aber nicht schlimm. Es reicht aus, vor allem für diejenigen, die neu einsteigen oder nicht so viel Geld ausgeben wollen. Ich möchte hier wieder erstmal anfangen, natürlich die Baseplate, die Pedale etc., alles was ihr seht, die bestehen alle aus Aluminium, ja, und das Gewicht beträgt 3 Kilo. Dadurch, dass Aluminium ist und auch so strukturiert, ist es nicht so schwer. Also 3 Kilo ist sehr gut, ist leicht und trotzdem aber, wenn ihr es dann festmacht, ist es stabil. Wenn ich jetzt so schaue, ihr habt jetzt hier, wir fangen mal beim Gaspedal an. Wie gesagt, es bestehen nicht so viele Einstellmöglichkeiten, weil hier ja zum Beispiel dieses Bauteil fehlt, wo diese Zusatzfeder ist etc., wo man die Vorspannung noch einstellen kann. Dafür haben wir jetzt hier nur 2 Einstellmöglichkeiten bzw. 3 mit den Platten zusammen. Ja, da zeige ich das euch jetzt nicht so. Da müsst ihr nur diese Schraube abmachen hier. Ja, das sind 2 Schrauben. Da könnt ihr entweder einmal nach rechts, einmal nach links oder einmal nach unten oder nach oben. Also viel Möglichkeit habt ihr nicht, aber es sind ja wieder in 5 verschiedene Positionen. Genau das gleiche bei der Bremse. Also das geht rucki zucki, da braucht ihr nicht viel vorgezeigt bekommen. So, kommen wir mal jetzt hier zum Gaspedal selber. Wir können jetzt hier direkt 2 Sachen feststellen. Wie ich schon vorhin erwähnt hatte, gibt es hier als Pedalrückstellung, haben wir nur diese eine, ich weiß nicht, ob man das sieht man das da von dort, hat man nur diese eine Feder hier, diese Spiralfeder. Genau das gleiche haben wir auch bei der Bremse hier. Diese Spiralfeder dient dazu, unseren Gaspedal wieder zurückzubringen, ja, in seinen Urzustand wieder. Zum Verstellen der Pedalstellung hier am Gaspedal gehen wir hier nun vorne an die Schraube ran. Wir haben hier diese Rändelschraube und darunter die Rändelmutter. Wir müssen zuerst die Rändelmutter hier lösen, indem wir es gegen den Uhrzeigersinn drehen. So. Wenn wir jetzt unsere Pedalstellung nach vorne verlegen wollen, also Richtung, ja, weg von uns, ja, dann müssen wir die Schraube reindrehen. Ja, mache ich jetzt mal. Jetzt seht ihr, jetzt ist es nach vorne gewandert. Ja. Wenn ihr es näher zu euch haben wollt, dann müsst ihr die Schraube wieder herausdrehen, also gegen Uhrzeigersinn. Jetzt seht ihr, es ist mehr weiter zu euch gerückt wie die Bremse. Aber wir machen es mal wieder auf einer Linie. Also halte ich so, dann drehe ich die Schraube wieder ein. Na, hat noch nicht gepasst. Ja, jetzt passt es. Dann müsst ihr die Rändelschraube festhalten und die Rändelmutter unten festziehen. Damit habt ihr die Pedalstellung fertig. Die nächste Einstellung und die letzte am Gaspedal wäre hier unser Stopp. Das heißt, damit regulieren wir den Weg, ja, unseren Pedalweg. Also wie weit wir mit dem Pedal nach vorne rücken können. Das ist auch wieder einfach, da haben wir auch wieder das gleiche Prinzip. Unten haben wir eine Rändelmutter, die wir lösen. Oh, die ist okay. Jetzt die Schraube oben, das ist eine Imbusschraube. Wenn ihr den Weg vergrößern wollt, müsst ihr die Schraube reindrehen. Ja? So, mache ich mal. Jetzt, okay, ist jetzt nicht so sichtbar, aber jetzt haben wir einen weiteren Pedalweg. Wenn ihr den verkürzen wollt, drehen wir den wieder raus, die Schraube. Und jetzt übertrieben, seht ihr, jetzt habt ihr weniger Pedalweg. Also, ich schraube das mal noch ein bisschen rein. Ich denke mal, so ist gut. Dieser Weg, nee, noch nicht. So, noch ein bisschen. Ja, so ist okay. So, dann die Schraube festhalten, ja, und die Kontermutter unten festziehen. Da würde ich euch aber empfehlen,
später dann mit einem Imbusschlüssel nochmal dagegen zu halten und es nochmal fester zu ziehen. Weil bei mir ist es mal vorgekommen, dass es sich während des Fahrens gelöst hat, wo ich es nur per Hand angezogen habe. Vielleicht war es nur Zufall bei mir, aber geht nur mal sicher, sonst habt ihr beim Fahren immer wieder falsche Werte, wenn ihr Vollgas gebt. Hier die Funktionsweise hier vom Gaspedal möchte ich euch auch noch erzählen. Und zwar haben wir hier einen Hallgeber. Ja? Das heißt, wir arbeiten hier komplett ohne Mechanik. Der Hall-Sensor sitzt unter oder in dieser Platine, ja, unter Platine sage ich so, sorry, unter der Baseplatte hier. Und wenn ich jetzt mein Gaspedal bewege, seht ihr, wie hier, hier sitzt ein Magnet. Ja? Wenn ich den Magneten jetzt bewege, ihr seht ja, der kommt dann näher an den Hall-Sensor selber, an die Platte. Durch diese Bewegung, ja, ändert sich bei der Platine darunter ein Magnetfeld. Und durch diese Magnetfeldänderung weiß die Platine oder der Controller später immer, wie weit dieser Magnet davon entfernt ist. Daher weiß er immer die Stellung vom Gaspedal. Ja, das war die Funktionsweise, sehr simpel. Aber wie gesagt, da keine Mechanik vorhanden ist, hält es ewig. Das waren jetzt die Einstellungen am Gaspedal. Jetzt gehen wir rüber zum Bremspedal. Beim Bremspedal haben wir vorne genau das gleiche hier für den Pedalweg, für die Pedalstellung. Obwohl das war auch nicht falsch, also wenn man jetzt die Pedalstellung ändert, hier damit, dann ändert sich auch der Pedalweg. Beim Gaspedal macht es keinen Unterschied. Ja, wenn ihr es nach vorne geholt habt, habt ihr auch einen längeren Pedalweg, ist ja logisch, bis zum Stopp. Aber beim Bremspedal ist da anders, weil wir dürfen hier den Weg hier in dem Zylinder nicht verändern, weil sonst ist dieser Arbeitsweg nicht korrekt. Also daher müsst ihr immer, jedes Mal, wenn ihr jetzt hier die Stellung ändern wollt, zuerst hier an der Seite ist so ein Clip, müsst ihr erstmal hochklappen, dann könnt ihr das herausziehen, so, nach vorne hin und die Bremse ein bisschen versuchen zu entspannen, so, dann die komplette Einheit nach oben kippen. Jetzt könnt ihr die Bremse verstellen, wie vorhin auch, ja, Kontermutter lösen, ein bisschen reindrücken, die Bremse hier verstellen. Ich mache mal, schraube mir jetzt ein bisschen raus und mache mal jetzt ein bisschen, ja, habt ihr gesehen, jetzt ein bisschen nach vorne gerückt. Das heißt, unser Bremspedalweg wäre jetzt länger. Wenn ihr es zu arg verstellt, dann müsst ihr hier diese Mutter auch lösen, ja, hier, und dann hier an der Halterung raus oder rein drehen, so lange bis hier diese Löcher mit diesem in der Mitte fluchten. Dann habt ihr immer sichergestellt, dass dieser Arbeitsweg hier immer gleichbleibend ist. Ja, das ist sehr wichtig. Jetzt passe ich das hier nochmal an. Ich mache mal mein Pedal wieder ein bisschen nach vorne. Also dafür schraube ich die Schraube rein. Also das wäre schon zu viel. Ja, so ist okay. So, jetzt schraube ich das hier erstmal fest. Die Schraube oben festhalten und die Rändelmutter festziehen. So, damit kontern. Jetzt gucke ich nochmal. Ja, bei mir fluchtet es jetzt perfekt. So, dann wieder reinstecken und Clip wieder zudrücken. So, das war die Einstellung hier, was man hier machen kann. Und mehr kann man hier nicht mehr einstellen. Jetzt habe ich das euch auch gezeigt. Jetzt kommen wir direkt zum Bremszylinder selber. Wir haben hier einen Bremszylinder mit Load Cell innen drin. Zeige ich euch jetzt. Wieder, wenn man es wieder ausbauen will, ist wieder einfach, wieder das gleiche. Wir ziehen wieder hier diesen Clip hoch, ziehen den Stift raus und kippen das alles so nach vorne. Jetzt haben wir hier freie Hand. Jetzt ziehen wir hier das komplette raus. Jetzt seht ihr, wir haben hier, da ist noch eine Feder drin, hier in der Mitte. So sieht es da drin aus. Ja. Ganz in der Mitte kommt diese kleine Feder und außen kommt dann unsere Elastomere, wo dann gegendrückt. So, Funktionsprinzip ist auch wieder einfach. Ihr habt jetzt hier das am Pedal. Wenn wir jetzt unser Pedal betätigen,
ja, drücken wir ja hier mit der Elastomere hier in diese Gehäuse. Und hier drin ist dann ein Load Cell verbaut, der diese Kraft misst. Die Kraft in diesem Sinne, unser Load Cell, der verbiegt sich ein bisschen, kommt wieder in den Ursprungszustand zurück. Und diese Bewegung, ja, nimmt es wahr und gibt es dann als Unterschied an den Controller, wo es dann erkennt, wo sich unser Pedal quasi befindet. Und wenn wir schon mal dabei sind, hier sind Elastomere. Hier ist unser zweiter Elastomer. Jetzt hole ich den mal raus. Die grüne hier ist sehr hart, das ist die härtere. Das schwarze ist ziemlich weich. Ja? Wenn ihr sie, wie gesagt, austauschen wollt, ausbauen, hier wechseln. Ich lasse mal wieder die grüne drin. Ja, so, das wieder nach oben. Hier achten, dass diese Feder genau da in den mittleren Loch kommt. So, das geht dann eigentlich ganz easy. Dann könnt ihr das hier wieder, wie vorhin auch, einfach wieder unseren Stift durchschieben und dann direkt hier einhaken. So, damit hättet ihr auch euren Elastomere hier getauscht. Damit wäre die Einstellungsmöglichkeit hier auch erstmal erledigt. Jetzt können wir nur noch eins machen. Hier habe ich vorhin zum Beispiel vergessen, hier die Kontermutter festzuziehen, nachdem man alles eingestellt hat. Ja? Damit sich hier nichts ändern kann, auch nicht keine Geräusche von sich gibt, weil es dann locker ist. Hier könnt ihr jetzt mit zwei Rändemuttern, wir haben hier eine, wie gesagt, zum Kontern, hier die untere, lösen wir wieder. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, durch Verdrehen von dieser großen Mutter hier, den Weg hier von unserem Bremspedal zu verändern. Also nicht den Weg selber, ich meine das Spiel. Zum Beispiel, wenn ich jetzt rausdrehe, wenn ich jetzt betätige, passiert noch nichts, da muss ich ein bisschen mehr raus. Da seht ihr, jetzt haben wir ein Spiel da drin, bis wir an die Elastomere rankommen. Ja? So könnt ihr es zum Beispiel lassen, wenn ihr den Weg von den Bremsscheiben bis zu den Bremsklötzen bis zu den Bremsscheiben simulieren wollt. Ja, diese sogenannte Soft Stage. Ja, könnt ihr machen. Wenn ihr es dann so wollt, dann könnt ihr es dann hier festziehen, ja, mit der Kontermutter. Und dann habt ihr immer diesen kleinen Weg, wo ihr erstmal ja, nur den Widerstand von dieser Feder hier vorne habt. Das ist halt ziemlich kurz und dann habt ihr den Widerstand. Könnt ihr so machen, ja? Oder wenn ihr euer Fuß immer auf der Bremse lässt während des Fahrens, dann ist das natürlich nicht, weil ihr wird dann immer was Betätigung haben und das wollen wir ja nicht. Dann ist ja dieser Dings auch weg. Also ich mache immer gleich so eine Vorspannung rein, ja, und mache es dann fest. So habe ich dann schon einen Widerstand. Wenn ich meinen Fuß drauf drücke, wird es nicht zu arg betätigt. Bisschen ist da immer noch, das machen wir dann aber später in der Software wieder weg. Dieses Load Cell, ja, ist bis 180 Kilo Kraft ausgelegt. Ja? Und also ihr könnt da ordentlich gegendrücken und richtig Kraft aufwenden, wenn ihr wollt. Die Pedalarme, die sind ja weit über 200 Kilo, für weit über 200 Kilo ausgelegt. Also die Qualität, wie gesagt, ist hier top. Auch wenn es jetzt die günstigste ist, habe ich euch ja gesagt, die Qualität, es sind dieselben Pedalarme wie jetzt auch bei der Invicta zum Beispiel. Das waren die ganzen Einstellmöglichkeiten jetzt auch am Pedal. Viel mehr kann man hier nicht mehr einstellen. Und ja, vom Dings her reicht es ja, wie gesagt, auch. Und ich zeige euch jetzt kurz mal, was jetzt dabei war. Ich habe ja ein Unboxing gemacht und den verlinke ich jetzt hier oben. Da könnt ihr mal ein Unboxing-Video sehen, was hier alles dabei war, wer es genießen möchte. Ich zeige es hier euch noch mal kurz. Da kommt auch so eine kleine Kartönchen. Ihr habt dann hier zwei USB-Kabel mit dabei. Einmal USB-C auf USB-C und einmal USB-C auf USB-A, ganz normal. Dann haben wir hier zwei Imbusschlüssel mit dabei. Einen kleinen Kabelbinder haben wir noch dabei.
Dann haben wir hier unseren Elastomer, den Ersatz. Bei den anderen Pedalserien gibt es 2 dazu. Und natürlich Montagematerial. Ja, ist alles dabei. Wie gesagt, schaut euch mein Unboxing-Video an und da ist alles viel detaillierter. Perfekt. So, hier gibt es natürlich noch optional eine Kupplung, die ihr kaufen könnt, die dann hier an die Seite geschraubt wird. Dazu haben wir hier 2 Löcher, wie ihr seht. Hier kommen 2 Stifte rein und hier oben sitzen dann Madenschrauben. Von oben werden die Stifte dann hier festgemacht und bei der Kupplungsseite sieht es dann genauso aus. Es ist dieselbe Base wie hier, nur kürzer, dünner, schmaler. Da wird es auch wieder eingeführt, so dass es dann hier dran liegt und auch die Schrauben von oben werden auch befestigt und somit ist es bombenfest. Dann muss man nur noch hier hinten, gibt es ein Kabel, hier, der wird dann hier rausgenommen. Hier ist so ein Tunnel, so ein Kanal, Verlegekanal. Hier ist ein Gummistopfen, den macht man weg. Dann legt man hier den Kanal rum zur Kupplung und steckt es da in den Controller rein oder in die Platine. Somit wäre es dann zusammen miteinander verbunden. So, das war's jetzt, was die Pedalerie selber betrifft. Jetzt zeige ich euch die Software. Hier seht ihr nun die Software von Acetec. Sie heißt RaceUp und ich habe sie hier in der Version 2.3.1. Das ist die Hauptseite und ihr seht hier die Invicta-Pedale abgebildet mit einem coolen, mit einer coolen Vorführung hier, mit dem Rauch dahinter und so. Richtig cool gemacht. So, das ist die Hauptseite. Links haben wir die einzelnen Reiter für die Hardware. Falls ihr die bestimmte Hardware nicht habt, sind die ausgegraut und die könnt ihr dann nicht auswählen. Rechts oben haben wir 3 Reiter, einmal Settings, Store und Support. Wenn ihr auf Support klickt, wie der Name schon sagt, kommt ihr sofort auf die Seite vom Support und ihr könnt mit denen in Kontakt treten, falls ihr irgendwelche Probleme mit der Hardware haben solltet. In der Mitte haben wir den Reiter Store. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf die Website, wo ihr dann zum Shop besser gesagt, wo ihr dann einkaufen könnt. Ich habe auch den Link direkt bei mir unten in der Beschreibung nochmal eingefügt. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, damit unterstützt ihr mich und den Kanal bei einem Kauf bei Acetec. Und ganz links haben wir dann den Reiter Settings, da klicken wir mal drauf. Hier seht ihr jetzt so einen Überblick darüber, welche Hardware hier bei euch installiert ist, welche Firmware-Version die Hardware hat und welche Seriennummer sie haben. Ganz einfach übersichtlich gehalten. Dann haben wir darunter 2 Schalter. Der erste betrifft nur, wenn ihr das Lenkrad auch habt, dann leuchten die ganzen LEDs vom Lenkrad in so einem Regenbogenfarbeneffekt, wenn sich das Lenkrad im Leermodus, im Leerlaufmodus befindet, also wenn es nicht benutzt wird. Und darunter habt ihr noch einen Schalter, ich habe es auch eingeschaltet, das heißt, da geht es um den Fenster, wenn ihr es minimiert, wenn es eingeschaltet ist, verschwindet es nicht in der Tastleiste, sondern in der Tastbar, also dann ist gar nichts mehr zu sehen. Jetzt gehen wir ganz links auf Pedale und dann kommen wir schon zur ersten Seite. Ganz oben seht ihr, der erste Reiter ist Kalibration und zweite Seite sind die Pedal-Maps. Dazu kommen wir noch. So, als erstes hier auf der ersten Seite sehen wir unsere beiden Pedale. Einmal unser Gas und einmal unser Bremspedal. So, hier werden wir natürlich erstmal die Pedale kalibrieren. Fangen wir mal mit dem Gaspedal an. Wir klicken hier erstmal auf Calibrate. Da steht dann hier Press and Release the Throttle. Also drücken wir unser Gaspedal bis zum Anschlag, nicht ganz fest, dann wieder loslassen und auf Complete klicken. Somit wäre unser Gaspedal kalibriert. Jetzt sehen wir haben kompletten Ausschlag. Jetzt würde ich euch empfehlen, oben, ihr seht jetzt bei mir 99,8%, weil ich ja nicht so ganz fest drücke jetzt. Ne? Würde ich oben als Todpunkt so ungefähr 2% einstellen, dass ihr auch immer sicher seid, diese 100% zu erreichen. So, wie jetzt. Perfekt. Jetzt kommen wir zur Bremse. Genau das gleiche. Auf Calibrate klicken. Ihr müsst jetzt euren Bremspedal so fest drücken, wie ihr maximal in der Simulation drücken wollt. Ja? Weil diese Dingswert müsst ihr dann erreichen, um an 100% bremsen zu können.
So, also ich drücke jetzt die Kraft, die ich maximal eingeben möchte und lass los. Und dann auf Complete klicken. Jetzt seht ihr hier 1%, weil ich noch meinen Fuß da dran hatte. Jetzt machen wir es mal nochmal. Calibrate. Hoch, hoch und gehen wir wieder runter. Auf Complete. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, seht ihr, ist wieder eingestellt. Und falls ihr euren Fuß auf dem Pedal lasst, so wie ich, ja, wie jetzt zum Beispiel, dann seht ihr, komme ich sofort auf 1%, wenn ich meinen Fuß da drauf lasse. Also tue ich jetzt hier unten einen Todpunkt, ich mache mal 2% und gehe sicher, dass wenn ich jetzt durchdrücke und wieder loslasse, dass das auch wieder weg ist. Ja? Und mein Fuß, wenn ich jetzt wieder drauf lege, okay, das reicht, doch, es reicht. Also, wie gesagt, Empfehlung hier unten 2%, Todzone oben keine bei der Bremse. Braucht man nicht. So. Okay, das war die Kalibrierung. Kommen wir jetzt hier oben rechts zu den Pedal Maps. Hier links oben haben wir gleich einen Schalter zum Ein- und Ausschalten dieser Maps. Ausgeschaltet haben diese Maps keine Auswirkung. Also schalten wir das wieder ein. Und ich meine, viele von euch wissen ja bestimmt jetzt mittlerweile, was das heißt, diese Shapes zu erstellen. Aber ich erkläre es hier euch nochmal. Wir haben hier jetzt rechts zum Beispiel unser Gaspedal, ja, und hier zwei Achsen. Die untere Achse nach rechts hin ist unser Pedalweg hier, die wir hier physisch am Pedal selber betätigen. Das nach oben, die Achse nach oben, also die Y-Achse, ist unser Output. Das heißt, das, was bei der Simulation ankommt. Also, hier dieser lineare Weg heißt, bei 20% Pedalweg hier bei mir, also 20% Input, habe ich auch 20% Output. Also exakt das gleiche in der Simulation. Ja? So, okay, was kann man hier machen? Man hat jetzt hier zum Beispiel zur Auswahl direkt zwei Kurven, einmal die hier. Jetzt seht ihr, wenn ich jetzt mein Gaspedal betätige, hat sich jetzt hier durch diese Kurve mein Verhältnis oder das Verhältnis zwischen Eingabe und Ausgabe verändert. Und zwar, hier hat sich jetzt, wenn ich jetzt bei 20% bin, Eingabe hier am Pedal, habe ich keine 20 mehr an der Simulation wie vorher. Jetzt habe ich zum Beispiel nur vielleicht 9% oder so bei 20. Ja? Also weniger Output, wie was ich hier eigentlich betätige. Ja? Das zum Beispiel könnte man benutzen für stärkere Autos, wo beim Gas geben die Räder durchdrehen. Hier habt ihr weniger Gefahr, ja, dass die Räder durchdrehen, weil wenn ich jetzt bis zu 50% drücke hier, bin ich jetzt bei 50% oder 60%, habt ihr erst eine Ausgabe von 30% gerade mal. Das heißt, das führt zu einem sanfteren Anfahren. Ja? So müsst ihr euch das vorstellen. Es gibt, wie gesagt, 3 Voreinstellungen, die man auswählen kann. Man kann es auch selber dann ändern, wie man möchte. Ja? Und bei der Bremse sieht es genauso aus. Also ich benutze eigentlich beide Einstellungen immer auf linear und benutze das eigentlich gar nicht. Aber ihr könnt halt, wie gesagt, zum Beispiel bei der Bremse, ja? Wenn ihr bestimmtes Auto fahrt, beim Bremsen die vorderen Räder blockiert, habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel hierdurch, wenn ihr jetzt das hier runterzieht, dann habt ihr das jetzt begrenzt. Ja, das sind ja 80% Ausgabe. Ja? Okay, ich habe es jetzt nicht ganz getroffen, egal, 80. Wenn ich jetzt nämlich mein Pedal betätige, habe ich maximal diese 80% Ausgabe. Das ändert sich nicht. Wenn wir jetzt auf die Kalibration gehen, sehen wir hier jetzt, vorhin war ja Ausschlag im 100%, wenn ich 100% drücke. Wenn ich jetzt 100% drücke, ihr seht, es bleibt bei 80% stehen, egal was ich danach noch drücke. Bis dahin bleibt alles gleich. Das heißt, so könnt ihr euren maximalen Bremskraft oder Bremsweg einstellen. Ja? Ab da geht nicht mehr. Wenn ihr dann in der Simulation fahrt, könnt ihr maximal bis 80% bremsen. Aber wichtig ist, wenn ihr hier kalibriert habt, dann erst hier das einstellen. Ja? Aber das erstmal noch ausgeschaltet lassen.
Weil wenn wir jetzt wieder zurückgehen, seht ihr, habe ich jetzt wieder die 100%, weil es ausgeschaltet ist. Zuerst in diesem ausgeschalteten Zustand in der Simulation erstmal die Pedale kalibrieren, auch dort, und dann wieder hier in der Software die Pedalmaps einschalten. Denn nur dann funktioniert es richtig. Wenn ihr alles so habt, wie ihr wollt, ja, alles eingestellt habt, könnt ihr hier rechts auf dieses i klicken und hier habt ihr die Möglichkeit, die Profile zu speichern. Dann klickt ihr auf Export. Wenn ihr das Profil dann wieder laden wollt, hier auf Import Profile gehen und hier kommt dann so eine Meldung, dass das hier alles gelöscht wird. Sagt ihr ja und ja, dann sucht ihr euer Profil aus und ladet es wieder zurück. Somit hättet ihr es dann wieder hier und könnt es benutzen. So, ich schalte es mal hier aus. Das war unsere Software, das war die Software RaceUp. Ich hoffe, ich konnte das euch alles gut erklären. Und ja, jetzt geht's weiter. So, das war die Software. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Meinung. Also, die ist eigentlich recht klar. Also im Allgemeinen finde ich diese Pedale sehr gut. Wie gesagt, die Qualität ist sehr gut, weil sie ja direkt mit den höheren Klassen identisch ist. Ich mag es, dass ich diese Pedale updaten kann, wenn ich möchte. Und diese Preisgestaltung, also Preis-Qualität-Verhältnis, finde ich top. Es gefällt mir einfach, ja, diese Strategie, was Acetec hier anwendet. Und ja, da passt wie gesagt alles, die Qualität passt, der Preis passt. Wie gesagt, für jeden Geldbeutel ist was dabei und ohne auf Qualität zu verzichten. Das finde ich erstmal sehr gut. Ich habe hier natürlich einen Punkt zum Beispiel, was mir nicht so gefallen hat. Das ist jetzt das Gaspedal. Es ist natürlich nur für mich. Ich mag eher immer so ein bisschen härtere Pedale, obwohl beim Gaspedal muss es nicht so hart sein. Also das Gaspedal, weil ja hier das Bauteil fehlt mit der zusätzlichen Feder, ist für mich etwas zu weich. Ja? Aber also wenn man es jetzt mit der Hand drückt, merkt man es nicht. Man denkt, okay, es ist stark genug. Aber wenn man zum Beispiel wenn man im Rig sitzt und fährt, mit Schuhen ist es sehr schwierig, muss ich sagen. Also ohne Schuhe mit Socken, da geht's. Man gewöhnt sich natürlich auch mit den Schuhen daran. Ja, so ist es nicht. Ja, es ist jetzt nur Meckern auf hohem Niveau. Ja? Und wie gesagt, das ist die einzige Schwäche eigentlich, die ich hier jetzt so entdeckt habe, was mich halt ein bisschen gestört hat. Sonst war ich sehr zufrieden. Ich bin jetzt knapp 3 Wochen am Stück jetzt mit den Pedalen unterwegs gewesen. Ich hatte keinerlei Probleme und wie gesagt, die Bremse, muss ich sagen, ich bin jetzt davor erstmal die hydraulische immer gefahren und das mit dem Load Cell hier, muss ich sagen, funktioniert auch sehr gut. Also es fühlt sich sehr gut an. Wenn ich jetzt beschreiben müsste, ob ich jetzt den direkten Unterschied merke zur hydraulischen, kann ich es nicht so genau beschreiben. Ich kann sagen, okay, ja, ich merke schon einen Unterschied, aber es ist jetzt nicht so gravierend. Also ich finde, das ist auch super gelungen, dadurch, dass auch diese Elastomere jetzt auch im Gehäuse sitzen und sie sich quasi nicht so extrem ausweiten können, sogar über die Grenze hinaus, wo sie eigentlich dürften oder sollten, ist es nochmal besser, finde ich, als wie ohne Gehäuse drumherum. Und ja, also die Bremse vor allem hat mir sehr gut gefallen, ist sehr gut dosierbar. Wie gesagt, es ist ja auch dieselbe Bremse wie bei der Forte. Ja? Und so, wenn ich so vergleiche mit den Load Cell Pedalen, wo ich gefahren bin, würde ich auch sagen, das gehört zu den besten, wo ich jetzt mit Load Cell gefahren bin. Also auch die Pedalarme, ja, ich habe hier, wie ihr seht, 0 Spiel. Ja. Die Pedale sind ja hier auf Kugellager gelagert und ich achte immer sehr viel darauf, ja, dass hier kein Spiel ist. Weil ich mag das nicht, wenn ich das Pedal betätige und das wackelt da wie so ein Ochsenschwanz. Ja, ja, ist so. Also wie gesagt, es passt hier alles, ja, und die Tatsache, dass ich hier alles updaten kann, ja, wenn ich will. Ja, zum Beispiel die Feder, es passt mir doch nicht, wenn die Updates dann da sind, die Kits, finde ich super. Daher sage ich, also diese ganze Strategie, wie gesagt, Qualität,
Preis-Leistung kriegen diese Pedale von mir sogar 2 Daumen hoch. Ja, 2 Daumen hoch. Wie gesagt, weil die Qualität exakt gleich ist wie die teureren Invicta und Forte Serien und dass man hier wirklich alles updaten kann. Das finde ich einfach genial. Ja. Das soll es dann für heute gewesen sein. Würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und diesem Video ein Like gibt. Ihr wisst, ihr unterstützt mich damit, denn nur je mehr Abonnenten, umso mehr Hardware kriege ich dann. Und würde mich freuen, wenn ihr dann auch im nächsten Video dabei seid. Also dann, macht's gut, Ersin out.